Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Parkraft Explorers. Heute bzw. die nächsten Videos nehme ich euch mit auf unsere 8-tägige Kanali-Expedition in Nepal bzw. im Himalaya-Gebirge, und zwar ganz im Westen von Nepal. Und ja, wir waren insgesamt 210 Kilometer in 8 Tagen hier in unberührter Landschaft auf einem richtig schönen Fluss unterwegs. Und ja, der Kanali hat auch richtig krasse Stromstellen zu bieten, ist richtig heftiges Wildwasser. Und ja, ich nehme euch natürlich so gut mit, wie ich nur kann. Und eins ist mir ganz wichtig, und zwar hier dieser wunderschöne Kanali. Das ist einer der letzten frei fließenden Flüsse in Nepal. Also Nepal hat zwar über 6000 Flüsse, der Kanali ist der längste Fluss von Nepal, und ihr könnt es euch ja vorstellen, auch dieser Fluss ist eben von einem Staudamm bedroht. Und ja, Staudamm, wisst ihr, was das immer heißt? Das heißt komplette ökologischen Einschnitt. Und wenn ihr euch meine Videoserie anschaut, dann schaut sich mal das Camp 1 an, denn am Camp 1 soll in 3 bis 5 Jahren der Staudamm errichtet werden. Dann wird ein Tunnel quer durch den Berg gebohrt bzw. gesprengt, und an unserem Camp 3 wäre dann quasi das Turbinenhaus. Das heißt, alles, was oberhalb vom Camp 1 ist, wäre natürlich dann komplett geflutet. Das heißt, die ganze Landschaft, die ganzen Dörfer wären komplett überflutet. Und alles, was nach unserem Camp 1 bis Camp 3, was ihr da für Aufnahmen seht, und auch die Stromstellen, das wäre theoretisch alles komplett trockengelegt. Denn es wird natürlich nur wieder eine Mindestwassermenge abgegeben, wenn überhaupt. Und dann wird eben das ganze Wasser bei unserem Camp 3 wieder in den normalen ursprünglichen Flusslauf eben eingespeist. Und ja, um das zu vermeiden, würde ich euch empfehlen, kommt hierher zum Kanali River, macht darauf aufmerksam, denn je mehr Aufmerksamkeit der Kanali-Fluss eben bekommt, desto besser kann er auch geschützt werden, desto wichtiger wird er auch für den Tourismus, und desto eher lässt sich dadurch auch ein Staudammprojekt eben vermeiden. So viel zur Hintergrundstory. Aber ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich glaube, ihr seid schon ultra gespannt, was wir so in den letzten 8 Tagen eben alles erlebt haben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für die nächsten Videos, die eben alle noch von dieser Tour kommen werden, weil das kann ich nicht alles in ein Video packen. Das ist einfach too much. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser unglaublich faszinierenden Abenteuerreise. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und schreibt es auch mal unten in die Kommentare, ob ihr diesen Fluss mit dem Parkraft fahren würdet. Und noch ein Fun Fact: unseres Wissens nach und auch von unseren Guides war das, oder beziehungsweise könnte das, die Erstbefahrung des Kanali Rivers mit einem Parkraft gewesen sein. Also ich fühle mich ja fast ein bisschen geehrt. Und ja, ihr werdet es aber auch sehen, warum der Fluss vielleicht jetzt nicht unbedingt für Parkrafts geeignet ist, denn manche Stromstellen waren schon echt krass wuchtig. Aber wir haben alles gut hinbekommen. Also, jetzt schaut sich erstmal den Trailer an und dann die ganzen Videoserie von unserer 8-tägigen Kanali-Expedition in Nepal. Also, let's go! Auf geht's! Auf geht's, Tommy! So Leute, jetzt kann das Abenteuer beginnen. Der Tommy und ich warten jetzt hier schon vorm Gate am Münchner Flughafen auf unseren Flug. Haben eben schon unser Gepäck aufgegeben, was in Summe, ich glaube, 70 Kilo eben waren. Sind durch die Sicherheitskontrolle gut durchgekommen mit unserer ganzen Kameraausrüstung, mit unseren ganzen Akkubaus, war keine Probleme. Und das heißt, wir können jetzt hier ganz entspannt eben warten. Aber nichtsdestotrotz, Leute, ich sag's euch, mir geht schon echt, also ich habe schon ein bisschen Bammel davor,
Aus dem Grund, da wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was uns eigentlich wirklich erwartet. Also derjenige, der uns eingeladen hat, den stelle ich euch natürlich nachher noch vor, der hat relativ wenig Informationen rübergebracht. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht so genau, was uns da auf dem Fluss erwartet, wie lang das sein wird, wie schwierig das sein wird. Er meinte, es ist irgendwas zwischen Wildwasser 3 und 4, aber halt mit dem Unterschied, dass der Canali River halt ein richtiger, mächtiger Fluss ist. Also was ich da schon für Pegelangaben gesehen habe, dann ist der Fluss, der Canali River, ungefähr 5-mal das Volumen von der Imster Schlucht. Und wer die Imster Schlucht mal bei viel oder bei Mittelwasser gefahren ist, der weiß, wie es da abgeht. Das heißt, ich bin echt super gespannt, wie der Fluss so sein wird. Und mal noch so eine kleine Fun Fact. Wer denkt, dass wir diese Tour schon Ewigkeiten, also Wochen und Monate im Voraus geplant haben, der täuscht sich. Also ganz kurz, heute ist Mittwoch, der 8. November. Genau vor einer Woche, mittwochs, haben wir eine E-Mail bekommen mit einer Einladung. Hey Tom, wie schaut's aus? Hier wären noch Plätze frei, auf einer Raft-Expedition in Nepal mitzumachen. Hast du nicht doch Lust, irgendwie mitzukommen? Und ich so, boah, was? Hä? Das ist aber ziemlich spontan. Aber ich habe es jetzt trotzdem möglich gemacht, alle Termine, die ich so hatte, verschieben können. So gut es geht, mich eben darauf vorbereiten können. Das heißt, nochmal ein paar Akkus mehr und ein paar Speicherkarten mehr gekauft. Aber sonst an und für sich weiß ich jetzt von dieser ganzen Tour relativ wenig. Und das heißt, es ist für mich und den Tommy natürlich jetzt ein Abenteuer beziehungsweise eine Fahrt ins Ungewisse. Und noch dazu wissen wir auch wirklich absolut nicht, ob diese Tour mit dem Packraft überhaupt geeignet ist. Denn ihr wisst ja, ein Packraft ist ja relativ, ich sage jetzt mal, jetzt nicht unhandlich, aber bei großen Wellen und großen Löchern, also bei viel Wasser, viel Volumen, bei richtigem Wuchtwasser, haben die Packrafts einfach gewisse Nachteile. Und ich weiß nicht, ob das uns zum Verhängnis wird. Also das wird jetzt richtig ein Abenteuer. Start rafting, bag rafting, and kayaking. Okay, yeah, so crazy, crazy. Three together. Super. Okay. Not only kayaking expedition, it's not only bag rafting, it's a rafting, kayaking, and bag rafting. Okay, and which days are the most challenging days on the trip? Days 3 and 4, or? Yeah, 3 and 4. It's the most challenging. Most challenging. Okay. 3 and 4, or. And then after that, it's getting more chilly and whitewater too. Chilly and whitewater too, or also after 3 and 4, there is also like challenging. Okay. So I think 3 or 4 days, like there are non-stop rapids. Non-stop rapids. Non-stop rapids. So if you swim there, you swim a long time. Okay. You will have a pure Canali taste there. And do you know the flow of the river, so the water level right now? Around right about? Now it's getting down, but by measure I cannot assess purely, but my guide will tell you, because is it more so low water or medium water? Or it's a medium water. Medium water. Yeah. Okay. It's a medium water. Not that much high volume like a monsoon, or not like a winter. Okay. So it's perfect conditions. Yeah. Nice. And of course, this is the longest river in Nepal, and the volume of water is high. So for the pack rafting, I'm really excited for you guys. Yes? Yeah. Why? Because this is the first pack rafting trip we are running here. No way, really? Yes. We always do kayaking and rafting. Okay. Yeah. Also so schnell geht's. Und schon sind wir in Nepal bzw. in Kathmandu. Und ja, hier geht's natürlich schon anders da ab. Aber richtig cool alles zum Anschauen, und haben schon das andere Team ein bisschen getroffen und schon ein Briefing bekommen. Und jetzt sind wir gespannt, wie das dann halt eben morgen so weitergeht auf unserer Expedition. Also das wird auf jeden Fall super lustig. Sind alle schon mega gespannt drauf. Oh yeah. Also die Nacht war kurz, gefrühstückt haben wir gut. Ach ja, und jetzt geht es eben los zum Domestic Airport. Und ich glaube, wir haben gerade das kleinste Taxi gefunden. Schaut mal mit unserem ganzen Gepäck, wie wir hier gut eingepackt sind. Tommy? Zone 0? Genau, Zone 0. Alter Vater.
geht's los. Jetzt geht's los. Down to the river. Down to the river. Let's go. Let's find some water. Also, nach etlichen Stunden fahren sind wir doch endlich hier angekommen. Irgendwo, nirgendwo. Und jetzt gilt es eben, alles auf Rafts, Kayaks und auf die Packrafts zu verteilen. Oh man, das wird so lustig. Right. Okay. No, further right. हटा पूरा हटा So sieht das aus, wenn man hier beobachtet, wie man sein Packraft aufbläst. Ungefähr das halbe Dorf ist, glaube ich, hier auf der Kiesbank und schaut uns zu, was wir hier so treiben. Also kommt sich ein bisschen vor wie ein Außerirdischer. Hello. Hi. So, endlich sind wir angekommen am Canali River nach gefühlt 4 Tagen Anreise. Und eigentlich hätten wir gestern schon auf dem Fluss sein wollen, aber unser Inlandsflug hatte über 4 Stunden Verspätung. Das heißt, wir sind gestern nicht so weit gekommen, wie wir eigentlich wollten. Das heißt, wir mussten heute um 4 in der Früh eben nochmal aufstehen und nochmal 5 Stunden für 120 Kilometer über Holperpisten fahren. Jetzt sind wir endlich hier. Da die Packrafts sind schon aufgebaut und auch die großen Rafts sind schon aufgebaut. Jetzt tun wir gerade noch das ganze Equipment eben verstauen und dann kann es endlich losgehen. Bin schon mega aufgeregt. Aber heute am Tag 1 und auch morgen am Tag 2 halten sich die Schwierigkeiten anscheinend ziemlich in Grenzen. Am Tag 3 und Tag 4 sind anscheinend die anspruchsvollsten Tage. Da haben wir die größten und die heftigsten Stromschnellen. Da wissen wir noch nicht, ob wir das mit dem Packraft überhaupt fahren können, weil das einfach so ein krasse Wuchtwasser ist. Aber das Gute ist, zur Not, wenn wir uns nicht wohlfühlen oder irgendwie, wenn wirklich die Stromschnellen zu heftig sind, haben wir immer die Möglichkeit, in eins von diesen fetten Rafts eben zu jumpen. Lassen wir einfach die Luft aus dem Packraft eben raus und gut ist. Also super, super entspannt und super komfortabel. Und in Summe haben wir jetzt für die nächsten 8 bis 9 Tage über 200 Kilometer auf dem Kanal. Also ich glaube, das sind 220, vielleicht sogar 230 Kilometer. Das heißt, es wird doch ein ganz schöner Schlappen, aber ich freue mich mega krass drauf. Das wird auf jeden Fall ein krasses Abenteuer. Also, jetzt, wir sind schon fast ready. Schauen wir, dass wir das letzte Zeug noch aufs Boot geschnallt bekommen und dann geht's endlich los. Ja, ich freue mich mega drauf. Let's go. So I put we've got camera gear and we're going to put it on top. All right, welcome to Canali River. This is the only free-flowing river of Nepal. This is the longest and largest river of Nepal also, okay? So, my name is Hunter. I will be one of your guide today. So, basically, I'm controlling the trip. If you guys have any problem anytime, you can always come and talk to me or one of us, okay? So, I will be on the raft today with you guys. And then we have a Tarzan here, Mr. Tarzan Guru. He is the most important person. He will carry all your stuff and all the food for the next 8 days, okay? Okay. So please always feel free to help him. And we have Mr. Goppu all the way from India. And we have Susan here from Nepal. These 2 guys are the main safety kayakers. Always on the river, if you are not sure, please follow them. Or you can always ask them, feel free, okay? They are here to help us out. Then who we have? We have Mr. Sagar. Sagar is also one of our kayaker, but he is switching with David. David gonna kayak whenever he can. Sagar will jump in the kayak, okay? So he's one of our handyman on the river today.
This is probably one of the civilized place you will see for next 7-8 days. Once we start from here, it's kind of wild inside the gorge. So yeah, I hope you will enjoy it. So basically on the raft, you haven't done rafting before, right? You're gonna love it, especially with me, huh? Yeah, good. So most of the injuries in whitewater rafting, it comes from this part, this T-piece, okay? You need to cover the T-piece all of the time, okay? All of the time. You hold the paddle like this, sometimes you hit in the raft, sometimes the water will splash on your blade, you will hit yourself, that's not good. We don't want you to fall out in every single small hit. But if it is a big hit, it's better fall out than you hurting yourself because you don't want to fall out. And falling out is the best part of the trip. You never fall out, you will have only 50-60% of the rafting experience. When you fall out, then you will have 100% then, okay? Come out, breathe, smile. The very first thing, do not let go your ticket. This is your ticket in the raft. When you go out, you don't have ticket, we will ignore you. We pretend like we never saw you. Imagine all of us fall out and everybody have no ticket. Then how are we gonna go? So please try your best to not let it go, okay? It's gonna be kind of a little bit hard to swim with your paddles, but it's okay. You just need to like try a few strokes. The only way of swimming in white water, freestyle swimming. You're gonna swing your both arms, kick your legs, swim, swim, swim. Always try to swim back to the raft. So, bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, jetzt geht's endlich los. Also, nochmal noch eine kleine Einweisung bekommen, wie man richtig raftet. Und nochmal von dem ganzen Dorf verabschiedet wurde quasi. Und jetzt haben wir 8 Tage mindestens vor uns hier auf dem Canali River. Also, let's do this. Ja. Ja, so ist es. Hello. So awesome. Oh ja, da schiebt es dann aber raus aus dem Kehrwasser. Ja, leck. So, ja, vom Wildwasser gibt es zwar jetzt noch nicht so viel her, aber landschaftlich und diese Ruhe und diese Idylle, also die ist schon echt Magic irgendwie. Also wenn du dir hier so die Berge um uns herum anschaust und so und dann über die Felder und die ganzen netten Leute und so. Also echt hammer schön, mir gefällt es jetzt schon. Ich bin schon so zufrieden eigentlich mit der Tour und trotzdem gespannt, was noch alles auf uns zukommen wird. Aber so jetzt allein schon so entspannt vor sich hinzutreiben, macht mir gerade jetzt schon wieder mega viel Spaß. Hammer. Hammer. Und ja,
bald bauen wir unser Camp auf und dann gibt es sogar noch was Warmes zum Essen. Oh yeah. Also, let's do this. Jetzt weiter geht's. Food is ready. Left, 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 right. Tommy, go! Sorry. Ah. Alter. Ja. Alter Schwede. Leck mich am Arsch. Was war das? Alter. Alter. Oh yeah. Alter, du warst mal lang weg, kann das sein? Ja, tu der Prüfer. Ja. Alter. Ich war durchgekommen. Was? Ich bin aufs Kajak aufgesprungen. Ach nein, auf den anderen Typ wieder auf dem Ding aus dem Chase. Ja. Die Scheiße. Und da holst du mich drüber drauf. Warte, fahr mal links rüber, komm schon rein. Wow. Alter, Mann, das wird jetzt Play. Oh man. So now I'm awake again. I was a little bit sleepy before the rapid, but now I'm crazy. Crazy, crazy. And it was 2 plus. Huh? It was 2 plus. Yeah. I know. Next level, huh? Yeah, next level. You ever seen waves that big? No, never the first one. Really. So, jetzt sind wir alle wieder wach. Also wir werden jetzt vorhin fast ein bisschen eingeschlafen, aber diese Stromschnelle mit Wildwasser, also laut Seon und den Guides war das eine Wildwasser 2 Plus Stelle, hat es uns doch ganz schön aus dem Sattel geworfen. Aber alter Schwede, war das fette Welt her, hat richtig viel Bock gemacht. Ja, Tommy ist kurz mal schwimmen gegangen, aber ging alles ist gut. Hey. Boah, lecker. Das war zuerst der Vorgeschmack auf das, was da überhaupt erst noch kommt. Hey. Also das wird richtig krass. Das wird richtig krass, Leute. Ja.
Namaste. Good. Hi. Hi, hi. Bye, bye. Ja. Ah, Tobi, du bist ja voll in der Welle hängen geblieben. Ja, fertig. Ja. Oh, Da Alter. noch oben tippen. Ja. Ready. Upsala. So, das war jetzt der erste Tag von 8 und zum Einpaddeln ging es doch ganz schön krass ab. Und jetzt schaut mal, was wir hier für eine ultra geile, riesige Sandbank haben. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Sandbank. Also super schöner, feiner Strand. Und jetzt werden wir hier unser Lager aufbauen. Das heißt, die Rafts, eben das ganze Equipment entleeren. Und dann werden wir wahrscheinlich da oben auf dem Plateau oder so hier, werden wir wahrscheinlich dann unsere Zelte aufschlagen. Und dann gibt es noch was Leckeres zum Essen. Hey, geil. Geil, ich sag's euch. Hammer, hammer, hammer geil. Mir macht es jetzt schon so krass viel Spaß. Also, jetzt müssen wir ein bisschen aus den Klamotten raus. Zelt aufbauen. Let's go.